Hallo Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Fahrschulbus von Fahrschule Europa auf sich hat und wer den gleich fährt, dann bleibt dran, Leute. So Leute, wie ihr seht, sind wir jetzt hier in dem Fahrschulbus Europa. Das ist ein MAN. Vorne haben wir den Juri. Juri ist damit einverstanden, dass wir ihn so ein bisschen aufnehmen bei seinen Schulungsfahrten. Habt ihr gehört? Und neben mir, das ist der Dennis, der Fahrlehrer. Der ist auch gut drauf, wie alle von der Fahrschule Europa. Und jetzt halte ich mal meinen Schnabel und lasse den Juri fahren. So, als ob ich nicht da bin. So. Bisschen kalt heute, ne? Ein bisschen noch. Ja, heute ist ein bisschen kalt, ganz genau. Hier ist tatsächlich kalt. Das ist heute so ein kalt. Bus braucht Heute man richtig ist lange, ja. So, rechts geht's weiter, Juri, okay? Okay. Wir dürfen nicht rechts. Das ist ein bisschen. Genau, die Dame ist noch im Weg, ne, Juri? Ja. Die liefert was und dann zu eng alles. Dann passen wir nicht, müssen wir warten. Ja, versuch mal, guck mal. Wenn wir da mit viel Gefühl reinfahren, dann schaffen wir Okay. das, ne? Da müssen wir nicht warten, ne? Das schaffen wir schon. Ja. Wie gesagt, Juri, mit viel Gefühl und mit der richtigen Geschwindigkeit, ne? Ja. Gut. Nee, passen wir nicht, glaube ich. Ach, guck mal. Doch, passen wir. Schön mit beiden hinfahren, ne, Juri? Dafür hast du ja beide Arme bekommen, ne? Ja, richtig. Sei glücklich, du hast noch beide Arme, ne? Ja. So. Und guck mal, ne? Ist alles nur von der Geschwindigkeit abhängig. Richtig. Und dann kann man auch so gut wie alles befahren, ne? So, genau, immer schön linke, rechte Spiegel, ne? Abstand kontrollieren, dass wir dann nichts kaputt machen und dann ist das in Ordnung. So. Okay, weiter geht's. Supi. So, am Ende wollen wir gleich bitte rechts weiterfahren, okay? Okay. Ja, wir haben ja Juri schon mal ganz zum Anfang gefilmt. Die erste Fahrstunde haben wir auch schon mal den Juri gefilmt. Da waren wir sogar online. Ja, das Da war der Juri ein bisschen nervös, ne? Ja, ein Gerade die bisschen. erste Fahrstunde. Ja, Jetzt haben wir richtig. natürlich, jetzt sind wir schon weit nach der 10. Fahrstunde. Jetzt Ja, haben wir hat er schon 10? Ja, haben wir schon viel gefahren. Ist das eigentlich immer noch 60 Fahrstunden? Ja, ja. Immer noch. Teilweise sogar, wenn wir vom TÜV kommen, sogar 98 Fahrstunden. Oh, Ja, über okay. Bildungsgutschein, ganz genau. Je nachdem, was für eine Maßnahme die haben, natürlich Ja. auch nach Vorbildung. Ne? Mhm. Wenn er schon Klasse 2, also Genau, ehemalige C, Klasse 2 C, gehabt ja, hat. genau. Demnach ist das dann gesplittet auch. Wunderbar. Ist natürlich normalerweise für den Busfahrer eine sehr gute Sache, wenn er vorher schon LKW gefahren hat. Klar. Ne, LKW-Fahrerfahrung, ne, zumindest von der Größe, Ja. kann man natürlich schon wesentlich Auge schneller hat dann arbeiten. schon mal genau, die das Auge Maße. für die Größe ist da. Ja, Juri hatte jetzt C1 noch im Führerschein mit drin von damals, ne, wo er den Führerschein gemacht hat, Ja. da war C1 noch mit drin. Das heißt, kleiner LKW-Führerschein. Ja. Bis 7,5 oder darunter Ganz schon? genau. 7,5. Ja. Bei der Umschreibung hat man das ja damals dann in der Kombination bis 12 Tonnen gemacht, ne, auf der Karte. Genau. Und jetzt durch die IKEA wollte ich schon sagen. Durch diese Prüfung ist dann die 95 ist dann aufgehoben, beziehungsweise ist dann eigentlich diese wie heißt das richtig? Genau, die 95, das heißt die IHK-Prüfung, IHK, ne? ja. Genau, von der IHK, Industrie- und Handelskammer. Der Eintrag 95 ist im Grunde dann nicht mehr nötig, ne? Genau. Entschuldigung, wohin jetzt? Links, rechts? Wir fahren links weiter, Okay. bitte, Juri.
Stopp, ne? Schön vor der Haltelinie, ne? Anhalten, ne? Nicht auf der Haltelinie, Juri, ne? Ich war schon hinten gestanden. Das Aber ist musst du egal. noch mal. Das Also, Stoppschild, ne? okay. Haltelinie, immer an der Haltelinie. Egal, ob du schon mal gestanden hast, du musst immer einmal an der Haltelinie anhalten, ne? Ja. Ja, gut. Ich habe auch damals schon mal hier gestanden, Ja, ja. aber das zählt nicht, ne? Ich stehe eigentlich jeden Tag hier, ne? Aber das rechnet man mir nicht an. Richtig. So. Wollen wir ein Stückchen vorfahren? Ich kann nämlich gar keinen Fahrradfahrer, keinen Fußgänger sehen. Dann können wir ruhig schon so ein bisschen vortasten, Juri. Sonst sehen wir nämlich nichts mehr. Ja. Und wir haben ja hier so einen riesen Bus. Ja, guck. Und rum, ne? Ja. Gut. Ja, wir legen ja hier viel Wert, ne, auf diese saubere Fahrweise. Ich denke, das weißt du selber aus der Erfahrung. Ne, die Gäste danken dir das. Auf jeden Fall. Umso weniger Kaffee auf der Bluse ist. Wo fahren wir jetzt? Rechts fahren wir weiter. Okay. Ruhig dann in der Prüfung auch dem Prüfer sagen, ne, geradeaus dürfen wir nicht. Ne? Nicht nur fragen, wo geht's weiter. Ja. So. Ja, links nochmal abchecken, ganz genau. So. Und das Gute ist ja auch, dass er direkt mit Schaltwagen fährt und nicht direkt mit Automatik. Ja. Also wir fahren zwar hier tatsächlich, sage ich mal, dass der Schaltung ist ein älteres Modell auch, ne? Aber natürlich sage ich mal, das Feedback von den Firmen, an die wir natürlich unsere Busfahrer abgeben, ist sehr, sehr groß. Ja. Ja, das ist auch sehr, sehr gut, da die Leute auf Schaltwagen lernen und lernen auch das Gefühl dieser 15,6 Tonnen, die dieser Bus hat, Richtig. auch über das Getriebe dementsprechend abzufangen, ne, vernünftig damit zu fahren, das weich zu fahren. Am Ende Automatik fahren, dazu gehört nicht mehr so viel. Das kann im Grunde dann, möchte ich sagen, wenn ich Bus fahren kann, fast jeder. Richtig. Nicht böse gemeint, Nein, aber das ist hier, so. sage ich mal, ist das hier so die Basis, das sind die Basics, wo ich auch lerne, was für eine Kraft steckt überhaupt dahinter. Und wenn ich das weiß, gehe ich auch später mit dem Automatikfahrzeug gefühlvoller und sensibler um, ne, wenn ich so das Gefühl dafür habe. Genau so ist es. Und hier dann auch mal zu wissen, wie beschleunigt das Ganze überhaupt, wenn ich das selber schalte, in welchem Drehzahlbereich muss ich das halten. Hier habe ich halt die Sachen noch selber zu kontrollieren. Hat man ein Gefühl dafür dann für brauche ich den. den Drehzahlbereich nicht kontrollieren. Der Richtig. schaltet automatisch, ne, so wie er eingestellt ist. Ja. Und dementsprechend ist das dann, ne, für den Fahrer ja schon ja, automatisiert praktisch. Ne? Weil wir haben schon Fahrschüler bekommen, die haben auf Automatik gelernt, die kommen bei uns an. Okay, Automatik haben wir haben aber auch Schaltwagen. Jetzt Oh, nicht unbedingt ja? Reise, ja. Wir Sehr haben die gut, 2, ja. 3 Setras mit Schaltung und dann sind die drauf, da ist ja ein Auto, was mache ich jetzt? Ja. Dann stehen sie da. Ja, und dann muss man sehen, es gibt natürlich viele verschiedene Schaltmöglichkeiten. Richtig. Ne? Doppel-H, H nebeneinander, H übereinander. Das ist natürlich alles im Bereich des Schaltens möglich. Richtig. Und da ist schon richtig, dass man jetzt auf den Schaltungen erstmal lernt und anschließend Automatik, wie Dennis schon sagt, könnte eigentlich theoretisch jeder. Ja. Wunderbar. Ja, die Ampel immer im Auge behalten, ja auch ruhig schon immer einen Moment weiter gucken. Ne? Die Ja. Leute stehen ja nicht umsonst an der Ampel, ne? Weil die sich denken, okay, ich schaue mir mal an, was der da vorne macht. Juri? Ja. Sondern die haben da wahrscheinlich drauf gedrückt und wollen darüber gehen. Ne? Warte. So. Ich wollte gestern noch einen Film drehen. Ich mache ja so kurze Tipps vom Busfahrer jetzt auf meinem Busfahrer-Channel. Und ich hatte gestern einen Praktikanten, der sollte ein bisschen filmen, aber da kamen Fahrgäste noch hinzu. Lange, wenn jetzt du fährst ein Stück und ist lange grün. Ja, du bist schon von weit schon erkennen, oh, der ist schon lange grün. Ja. Ne? Und irgendwann muss er ja rot werden. Richtig. Ne? Lange im Auge behalten. Und wenn daneben noch Fußgängerampeln sind,
Da kannst du dich auch schon mal drauf einrichten, ob die jetzt irgendwann mal, wenn die sind ein paar Sekunden früher rot. Ja. Und dann kannst du sagen, das musst du jetzt irgendwann mal, da kannst du schon Gas wegnehmen, da kannst du dich schon mal drauf einstellen und hast ganz sanftes Bremsen. Also habe ich ihm auch gesagt, am Ende soll hier natürlich eine Fahrt bei rauskommen, wo wir fast gar nicht anhalten müssen, außer wir fahren an die Haltestelle. Wir wollen eigentlich diese 15 Tonnen in ständiger Bewegung halten. Das hat natürlich große Vorteile auch später für den Arbeitgeber. Nicht nur für mich und für meine Fahrweise, sondern jedes Mal, wenn ich anfahre mit knapp 16 Tonnen, Kraftstoff, dann kostet das richtig Knete. Die müssen ja bewegt werden, ne? Das ist genauso wie wenn du losjoggst, ne, Juri? Dann brauchst du richtig Energie. Ja. Ne, Kraftstoff wird bei uns auch sehr viel darauf Wert gelegt. Wir haben extra Tabellen, welches Auto, welcher Bus, wie viel verbraucht. Und da sind wirklich Spezialisten dabei, immer der gleiche Bus. Ne, weiß man genau, der hat den wieder gefahren. Nur Vollgas, nur Bleifuß, das geht nicht. Genauso wie jetzt natürlich, gehört natürlich auch dazu, dass man mal den Retarder benutzt. Ne? Auf jeden Fall. Das heißt, verschleißfreie Bremse benutzt, gerade bei 16 Tonnen. Da spare ich mir richtig viele Kilometer am Ende, was die Bremsklötze und die Bremsscheiben angeht. Ja. Das ist natürlich gerade bei so einem Fahrzeug, ne, geht das richtig ins Geld. Wenn ich ein Busunternehmen habe, ich habe 50, 100 Busse. Ja. Ja, da macht das hinterher am Ende richtig viele 1000 Euro aus. Und abgesehen davon ist natürlich auch, was die Sicherheit betrifft, bei so viel Gewicht mit Koffer, mit Reisenden hinten muss drin, irgendwann mal. Ne, die Bremse wird heiß, eventuell, wenn ich nur die Bremse benutze. Und somit habe ich natürlich die Sicherheit nicht mehr gegeben für meine Reisegäste. Und die soll natürlich immer im Vordergrund stehen. Genau. Wollen wir kein Auge machen, aber der Juri macht das schon richtig gut. Ich als erfahrener Busfahrer fühle mich jetzt schon richtig wohl und sicher. Ja, das muss man auch sagen, Juri, ne, nimmt sich alles ganz gut an, versucht das auch dementsprechend umzusetzen. Dass nicht immer alles direkt klappt, das ist auch vollkommen normal. Ja. Aber von der Fahrt her kann man schon sagen, ist das sehr weich. Ne? Es ist richtig, also, ja. Kein Druck drin und. Das mag ich gerne. Ja. Nicht von ersten Tag, ne? Genau, das mögen auch die Gäste sehr gerne. Es hat keiner von Natur aus das gelernt, Leute. Das muss einmal gelernt sein. Manche haben das im Blut, dann geht das gut. Ne, Juri? Schön von außen, genau. Entschuldigung. Ja. Genau. Der ein oder andere bringt natürlich dann aus der Erfahrung, aus dem Privatleben mit der Zeit so Sachen mit, die sich so einschleichen. Lenkrad einhändig halten und so weiter. Das ist auch grundsätzlich so lange nicht schlimm, bis ich tatsächlich mal beide Hände am Lenkrad brauche. Dann den zweiten dahin bekommen. Ja. Du hast noch einen Kaffee in der Hand so oder was weiß ich was in der Hand. Und das unterschätzen die Leute. Ja. Was schon im PKW-Bereich schon nicht zu unterschätzen ist. Ja. So, an der Ampel wollen wir dann links weiter, bitte, Juri. Okay. Ja, Spiegel, genau. Dann auch frühzeitig anzeigen, wo du hin möchtest, dass sich der restliche Verkehr auch gut darauf einrichten kann, ne? Wenn du hier mit deinem 14 Meter Geschoss dich hier einordnest. Und dann wollen wir gleich mal schauen, dass wir die nächstgelegene Haltestelle mal anfahren, okay? Ja. Jawohl. Ich weiß, wo da. Ehrlich? Bei Obi, ne, glaube ich. Hervorragend. Ich sag mal, für Linienbus bist du schon sehr geeignet. Ja, auf jeden Fall. Hat die Strecken schon auswendig gelernt. Ja, ja, ich habe sofort meine Strecke schon auf. So, konzentrieren. Ja. Konzentrieren. Genau. So, das ist schon eine gute Geschwindigkeit. Ne? Ab hier lässt du schon nur rollen. Sicherst rechts nochmal ab. Okay? Ja. Wunderbar. Und dann gehst du rein. Und raus. Ja. Er guckt. Ein Fahrer guckt auf mich.
Kann er gucken. Kann er gucken, Der ist du nur nach vorne. Ja. Er hat unter das Schild gesucht, die Europaschule, weil das ist schwarz mit orange, ist sehr geil. Ja. Farbe. Strahlt. Ich bin auch eine strahlende Mann. Ja. Ja, hast du vollkommen recht, Juri. Und hier schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Du siehst, der Verkehr staut Ja. schon. Ja, das heißt, wir wollen hier schon langsam, viel, viel langsamer. Lass nur rollen. Ja. Guck mal, die Ampel ist schon wieder, ne? Ja. Sehr, sehr lange grün. Und dann brauchen wir natürlich auch nach der Kreuzung wieder einen Platz, wo wir uns hinstellen können. Ne? Darfst nicht vergessen, wir sind 14 Meter lang. Ne? Nicht, dass wir in der Kreuzung zum Stehen kommen. So. Da hinten haben wir auch schon unsere Haltestelle, die wir anfahren wollen. Ja, Aber hieß gar nicht Obi, ne? doch. Ah ne, nicht Hobby, weißt du? Tum ist das. Tom, aber Baumarkt. Genau. Genau. Hauptsache Baumarkt, ne? Ja. So ist richtig. Ai. Ja, das kommt schon mal vor. Ich habe schon gemerkt, ob man Ja, ne? schneller irgendwo was kauft. So. Okay, so, dann wollen wir die Haltestelle mal anfahren. Denkt daran, da stehen jetzt im Grunde Passagiere, ne? Die wollen in den Bus einsteigen, die freuen sich schon auf dich, ne? Richtig. Draußen kalt. Richtig. So. Sehr gut, Okay. Juri. So, So, ich mach Tür auf. genau, Moment. Die Kinder überqueren hier unachtsam vielleicht die Straße, die wollen alle nach Hause, ne? Ja. Vielleicht spielen die miteinander, vielleicht schubsen sie sich ein bisschen. Die haben jetzt hier 6 Stunden gesessen in der Schulklasse. Ja, weißt ja selber, Juri, ne? Ja. Also noch zur Schule Dann gegangen rennst du bist. wie Rakete, dann willst du Ja. schnell zum Bus oder zum... Genau, hier vorne Cafeteria. aufpassen auf den jungen Mann. Ja. Vor allen Dingen haben die heute alle Kopfhörer drin, ne? Das heißt, die Ich hören höre dich, gar nichts. die hören dich unter Umständen gar nicht. Langsam und rübergehen. Genau. Ja, und gerade. Zack. Schön gerade bleiben, ne? Jetzt taucht der Hermes wieder dort auf. Ja. Okay. Ja, es kommt ja immer mehr vermehrt zu Unfällen, gerade mit Schülern, ne, da die alle Kopfhörer aufhaben Ja. und gar nicht mehr darauf achten. Die überqueren die Straße unachtsam und so weiter. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen. Du musst für die anderen mitdenken, Genau. Juri. Ja. Und die Sache ist ja die, dass bei Kindern, ne, Behinderten und dementsprechend bei alten Menschen, ne, der Vertrauensgrundsatz nicht zählt. Ne? Das heißt, wir können gar nicht darauf vertrauen, dass sie sich Nein. so verhalten im Straßenverkehr, wie das vorgesehen ist. Genau so ist es. Ja, das heißt, hier besondere Vorsicht von uns, besondere Sorgfaltspflicht. Okay, Juri? Ja. Gut. So, jetzt machen wir was Besonderes, mein Lieber. Das kennst du schon, ne? Ja. Wir fahren an der Ampel rechts weiter. Ja, bis Gulli. Genau, hast du dir schon Merkmal gemacht. Ja. Was Das ist, wenn das nächste Mal der Gulli nicht da ist? Was Ja. macht denn dann? Genau. Dann fahre ich wie muss, ohne Gulli. Genau. Mit Gefühl, schön weit ausholen. Genau. Und das sind so kleine Tricks, wie gesagt, Gulli. Und wenn du dann Linie fährst, dann guckst du buntes Haus, da muss ich rechts rein, links rein, immer Merkmale setzen irgendwo. Das verlieren ja mittlerweile viele, sich Merkmale zu setzen. Ja, Ne, aus der Zeit hier mit Navigationssystem setzten kaum noch Leute sich Merkmale. richtig. Ja, viele wissen gar nicht, wenn die mal irgendwo hingefahren sind, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Ich bin zwar da, aber wie bin ich hergekommen? Ja, genau. Dann stehen sie da. Ja, und da zählt auch das Navigationssystem dann häufig mehr Ja. als das Umfeld, auch durch das ich fahre. Auf jeden Fall. So bin ich immer, wenn ich ohne Navigationssystem fahre, auch gezwungen, auf jeden Fall aufmerksam zu sein und Ja. zu gucken, wo komme ich dran vorbei. Aha, Leute, ne? Und ansonsten gucke ich vielleicht auch da auf Navigationssystem, ne? Oder horche nur dieser Stimme. So, hier hast du schon gesehen. Ja, ich habe schon Ja. gesehen. Fahrradfahrer brausen hier an dir Fahrradfahrer. vorbei. Und die macht, guck mal, was macht die da? Da ist schon. Schau mal, ne? Ja. Die fährt wie verrückt. Ja, aber trotzdem ne, müssen wir dafür sorgen, dass hier nichts passiert. Ne? Da kann die noch so verrückt fahren. So. Okay, bisschen langsamer werden noch. Langsamer werden.
Ja, so, jetzt nochmal beide Seiten hier abarbeiten, ne? Ja. Reinfahren, ganz langsam. So. Okay. Und Vorbeilassen. richtig. So, jetzt lassen wir die schön durchfahren. Da hast du gut gemacht. Der eine lässt. Weil der Platz ist nicht da. Er lässt uns den Platz. Genau. Hat er gesehen. Wunderbar. Und dann sehen wir auch am Ende, warum das so ist. Die Kurve ist sehr, sehr lang. Und dadurch entsteht am Ende, dass wir nur noch 2, 3, 4 Zentimeter da um den Bogen Platz haben. Da ist nicht mehr so viel. Ja. Jetzt haben wir natürlich hier auch wunderbar alles, ne? Baustelle, Bagger. Genau richtig, zum So, Lernen wie sich, ideal. So wie sich das gehört. Die haben wir alle vorher angerufen, Juri. Mhm. Extra für mich, ne? Hier ist natürlich ganz wichtig, die Geschwindigkeit muss passen. Ja. Wenn die Geschwindigkeit nicht mehr passt und du merkst, jetzt habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, dann Stehen stellen wir bleiben. uns hier hin. Genau, und dann lassen wir die anderen handeln, die haben wesentlich kleinere Fahrzeuge und können wesentlich besser hier durchmanövrieren. Und dann, mit dem, was ich nicht passen will. Guck mit deinem Ja, Auge guck mal, richtig. ne? Du kannst ja schön langsam ranfahren und dann schauen wir das mal, wie viel Platz bleibt rechts übrig, wenn ich da durchfahre, ne? Wie viel Platz bleibt links. Ja. Passt. Noch langsamer. Ja, genau, bisschen noch rausnehmen, guck mal. Und jetzt lässt du den praktisch selber arbeiten, den Bus. Ne? Das ist eine super Geschwindigkeit. Guck mal. Rollen lassen, dann ein bisschen. Ganz links. genau. Aber nur ein Hauch. Lass den Bus möglichst gerade. Ja. Umso schräger wir kommen, umso breiter werden wir. Na? Hast du extra diese Zeit ausgesucht, ne? Guck mal, So, was und hier bleiben wir passen jetzt mal wir stehen. Ja. Genau. Weil jetzt hast du auch nur noch Kleinfahrzeuge. Das heißt, die können sich jetzt nach dir richten. Und schön an dir Und vorbeifahren. der muss normalerweise uns warten, aber Muss nicht. Wenn er sagt, ja, okay. Genau. weil wir haben noch die Baum hier. Ja, ja, Irgendwo. alles richtig. Ja, siehst du auch da oben an dem Baum. Man kann auch manchmal lesen, Ja. an einem Baum lesen, oder an, ja, das heißt wirklich die Strecke mal zu lesen. Denn hier hat es oft schon nicht gepasst. Ja, ich Ne, hab deswegen schon- ist der Baum ich abgefranst. hab schon Genauso. gelesen. Bordsteine, ne? Ja. Bordsteine kann man sehen, wenn die Kanten rausgebrochen sind. Und Ja. all sowas, da kann ich überall sehen. Verkehrszeichen, die schief gefahren sind. Genau. Ne, auf all diese Sachen kommt es an. Und langsamer werden wieder. Noch langsamer. Jetzt sind wir aus der Engstelle erstmal raus und lassen jetzt den ganzen Verkehr erstmal abfließen. Ne, weil du rechts, guck mal, rechts stehen die alle am Rand. Ne, Ja, die ganzen Kinder. ja, ja. Da müssen wir jetzt nicht unmittelbar nah dran vorbeifahren. Genau. Und weiter geht's. Und dann können wir nämlich ein bisschen Abstand da aufbauen und haben die auch alle in Sicherheit. Beobachten die natürlich alle. Ja. Siehst du, hallo! Ne, und dann haben die dich auch alle lieb. Die meisten, die kennen mich von der Schule. Ja, Also, ja, ja. Also, Ich muss schon mittlerweile Autogrammkarten verteilen, Selfies machen. Das ist unglaublich. Ja, Wirklich ohne Scheiß. ist das schön. Filialleiter von Lidl. Rechts geht's weiter. Sogar der kommt. Oh, wann kommt der nächste Film? Ich sag, was? Du auch? So. Letztendlich, Juri, Ja. zählt das Rotlicht. Du musst an der Haltelinie anhalten, ne? ja. Das Grünpfeilschild sagt, okay, du darfst abbiegen nach rechts, wenn du hier Ja, bei wie Rot bei angehalten hast bei Stopp. und der Verkehr es Kein zulässt, Gewiss, dass du rechts abbiegst, mein Freund. Ja, Also gut aufgepasst. Genau. Da vertun sich die meisten. Mittlerweile in Berlin und so gibt es das ja viel mit diesen grünen Pfeilen. Mhm. Aber jetzt haben wir in Raum Unna sogar auch ein Okay. paar Ecken. Gerade dieses Grünpfeilschild, Ja. das ist für Leute, die schon lange den Führerschein haben, ein unheimliches Problem. Ne, Ja. Juri, auch hier viel langsamer werden. Das darfst du nicht unterschätzen. Du bist ein richtig großer Bus und die Verkehrszeichen, die hier drumherum stehen, ne? Der Fahrstreifen ist hier relativ eng mit der Verkehrsinsel in Und der noch Mitte. Wenn du wieder rauskommst, da wird das ganz schön eng mit dem Spiegel. Ja. Dann wackelt hier. Genau. Ne? Guck mal da, ne? Und guck mal links. Da ist gar nicht so viel Platz, ne? Ja. Und wackelt noch, weil das ist Buckel gewesen. Ne? Ja, richtig, weil die Straßen sind auch nicht immer so hundertprozentig. Oh, hier schon ein bisschen warm.
warm ist, okay. Ne? Ja, haben wir dich schon warm gefahren, Juri, ne? Das ist gut. Er ist auf Betriebstemperatur. Ja. Dann können wir ja jetzt richtig loslegen. Ne, bitte nicht. Ne, das waren enge Sachen dabei gerade, ja. Das war gut. Also tatsächlich ist das so, dass sie in der Prüfung nicht unbedingt so ganz eng Ja. fahren. Aber für mich ist das wichtig, Die, dass ich diese zu Situation jeder Zeit kommt die irgendwann Situation mal. erkennen, was muss ich machen, wann Genau. muss ich auch entscheiden, dass ich stehen bleibe. Das ist der große Unterschied. Ja, auch zum Bus. Ich habe hier immer die Verantwortung über all meine Fahrgäste Ja, und das ist höchste Priorität. Aber war ziemlich jetzt schon so viel Position drin. Ja. Auf einmal Baustelle, links, rechts, hier Kinder. Eine wartet auf uns nicht und so und lalala. genau. Aber ist okay. Natürlich ist das So okay, eine ne? Wir müssen Strahl- ja sowieso damit umgehen. Ja. So strahlt alles super. Aber irgendwann so Situationen kommen öfters. Ja. Irgendwann. Dann ist der Dennis nicht da, dann ist keiner da, dann musst du alles Ja. alleine machen. Die Prüfung ist ja auch immer nur ein Schritt dahin. Die Ja. Prüfung ist fast unwichtig, möchte ich behaupten. Ist so. Weil ausbilden tut man auch nicht für die Prüfung, man wird auch nicht ausgebildet für die Prüfung, klar, um die zu bestehen, da wird es einmal ist wie eine Ausbildungsstunde selber auch. Aber ansonsten geht es darum, dass man hinterher mit gutem, reinen Gewissen, verantwortungsvoll so einen Reisebus oder Linienbus fährt. Und man darf auch manche Sachen nicht unterschätzen in so einem Bus. Ich finde gerade, da kannst du bestimmt auch sagen, wenn man Linienbus fährt, gerade Oh. Schulkinder und so weiter, Ja. der Lärm. Da sind so viele Faktoren, die Ja, da ja. mitspielen. Lärm, die stehen nicht, die turnen an den Stangen oben Genau. rum und solche Sachen. Okay. Du musst wirklich dann alles, was du zu Hause, egal mit Hamster, Katze, Probleme hast, mit Frau, Mutter, Kind, Das muss- ja, das alles muss zu Hause draußen bleiben, bleiben. genau. Du musst deinen Kopf frei haben hier für das Fahren. Der Kreisverkehr sieht auch viel größer aus, als er letztendlich dann mit einem 14-Meter-Bus ist. Für sowas sind mittlerweile Kreisverkehre sehr viel angenehmer, über die man ohne Probleme hinweg gucken kann. Ja, Ja, dass die etwas flacher strukturiert sind. hier musst du wirklich um die Ecke noch abwarten. Ja, hier hast du keine Möglichkeit. Mittlerweile gehen die ja schon dazu über, dass sie viele Kreisverkehre dementsprechend etwas flacher machen, Ja. damit man das besser absehen kann. Ne? Richtig. Weil sonst stehe ich hier ja auch ewig. Ewig. Bisschen weiter rüber, genau. Langsamer, langsamer. So. Ich guck schon. Nee, guck, wohin er geht. Ja. Auch hier kann man das sehen, an den Verkehrszeichen, hier Fußgängerweg, wenn du mal rechts guckst. Habe ich schon mitgenommen, ja. Ja, ja. Aber, zack. Ja. Von der Kupplung her noch ein Hauch ruhiger. Ja? Ja. Durchrollen lassen. Die richtige Geschwindigkeit des Rollens finden, das ist wichtig. Ne? Gar nicht so viel mit der Kupplung arbeiten, der soll eine Geschwindigkeit locker Von alleine durchrollen, macht er das eigentlich. Alles von alleine machen lassen, ne? Nicht du. Ne, das Schöne ist ja beim Busfahren, man darf da auch ein gewisses Maß an Faulheit mitbringen. Mhm. Weil er eben die höhere Drehzahl hat. Genau. Ne? Und dann lässt man den schön alleine arbeiten. So Leute, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie der Juri im Kreisverkehr gefahren ist und die erste raus. Das war gar nicht mal so einfach, aber er hat es meisterlich geschafft. Bravo Juri. Danke. Ich lerne. Ja, lernt schnell. Da vorne ist der Start, ne? Da hinten. Von da nach da rückwärts. Hier rein, hier hin. Ah, hier rein. Genau. Rechts, rückwärts, um die Ecke. Also, Das heißt, wir starten da vorne rechts und fahren rückwärts hier diesen Bogen mit, bis wir wieder so hier stehen. Hier. okay. Hier wollen wir wieder sein. Beachte, da steht dein Porsche Panamera. Ja, teuer, Versicherungstechnisch nicht so vorteilhaft. teuer. Ja. 70.000. Links Mercedes, auch nicht so vorteilhaft. Okay. Ja. Siehst du, von der Breite hier, in die wir rein wollen, ne, ist nicht unbedingt optimal. Ne? Ja. Aber
mit der richtigen Geschwindigkeit rückwärts, ne, ganz langsam machen, ne, werden wir das schon hinbekommen. Okay? Wunderbar. So, dann bringen wir uns in die Ausgangsposition. Ja. Oh. Hier, ne? Ja, hier ist gut, aber stell den bitte gerade hin, ne? Wenn du mich noch rauslassen kannst, dann könnt ihr in Ruhe hier arbeiten. Und ich mache von draus. Danke. Bitte schön. So, Juri, können wir einfach so rückwärts fahren? Ja. Bitte? Nein. Du Was? musst mir helfen. Genau, Sicherungsposten brauchen wir immer, ne? Ja. Wir brauchen bei Rückwärtsfahren immer einen Sicherungsposten, der dementsprechend die Fahrt nach hinten Ja. absichert. Und das Fenster aufmachen. machen wir jetzt auch. Genau, Fenster auf. Ich gehe raus als ein Sicherungsposten. Ja. Okay. So. Didi. Warte. Dennis. Muss man blinken? Perfekt. So. Hervorragend. So, gut. Gut gemacht, Maestro. Bitte schon. Hoffentlich hast du hier nicht geflucht, habe ich alles aufgenommen. Ich habe gesungen ein bisschen. Oh, das, Das ist ist gut. okay. Guck ich mir nachher an. Ja. So, der Juri, der fährt noch einmal hier um die Ecke. Das sind so Grundaufgaben, auch mit dem Rückwärtsfahren gerade. Und dann hoffen wir, dass er irgendwann seine Prüfung ablegt. Und natürlich bei uns bei Fehlingreisen als Busfahrer anfängt. Das ist unser Ziel, denn ihr seid die Zukunft, Leute. Denn dafür ist dieser Kanal ja gedacht, damit wir neue Busfahrer aktivieren, dass sie Busfahrer werden und bei der Fahrschule Europa richtig ausgebildet werden, damit Fehlingreisen richtig gute Busfahrer bekommt. Wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, der abonniert bitte, und ein Like wäre auch nicht schlecht, damit noch mehr solche guten Videos für euch hier auf meinem Kanal erscheinen. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich beim Fahrlehrer Dennis und dem Juri bedanken, dass ich sie bei ihrer Schulungsfahrt filmen durfte und begleiten durfte. Bis dann, denn ihr seid die Zukunft, Leute.